ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, diesen Satz habe ich so lange nicht mehr gesagt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder vielleicht nicht mitbekommen habt. Ich war eine kleine Zeit nicht da. Nicht auf YouTube. Ich war zwar unterwegs auf Social Media, Instagram, Twitter, Snapchat, Insta, was es da immer noch gibt. Nur YouTube. Ja, dieses gute alte YouTube. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt, aber nicht ohne Grund. Übrigens wird dieses Video ein Live-Update-Video. Das heißt, ich werde ein bisschen aus meinem Leben erzählen, was passiert ist, warum ich weg war, was passieren wird. Es gibt so viel zu erzählen, deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es werden sehr, sehr viele Informationen folgen in diesem Video. Auch vielleicht sehr viele Informationen, auf die schon sehr viele warten und lange warten. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt erstmal erklären, warum ich so lange bzw. so unregelmäßig Videos hochgeladen habe. Also, vielleicht haben die einen oder anderen ja gemerkt, dass ich umgezogen bin vor einem Monat ungefähr. Da gab es ein kleines Problem bei unserem Umzug. Und zwar war die Wohnung, die wir eigentlich haben sollten, noch nicht fertig, da der Boden noch nicht in dieser Wohnung war. Das heißt, wir mussten trotzdem aus unserer alten Wohnung raus, da der Mietvertrag abgelaufen ist. Wir mussten bis zum Ende des Monats raus. Ja, sonst hätten wir auf der Straße gewohnt. Aber zum Glück hatten wir die Möglichkeit, in eine andere Wohnung erstmal einzuziehen. In eine Wohnung unten drunter. Total der Heckmeck, also wirklich super viel Stress, nur weil dieser Scheißboden in unserer Wohnung einfach nicht kommen wollte. Deshalb mussten wir in die untere Wohnung erstmal einziehen, dort 2 Wochen wohnen. Ich konnte nichts auspacken, weil man hatte eben im Hinterkopf, oh, in 2 Wochen geht es eh wieder nach eine Etage hoch. Das heißt, noch ein Umzug halt. Deshalb lohnt es sich auch nicht, was auszupacken. Wir hatten auch kaum noch Möbel, da wir auch sehr viele neue Möbel neu gekauft haben für die Wohnung. Das heißt, wir konnten eigentlich gar nicht auspacken. Und das war sehr, sehr ärgerlich und sehr stressig und sehr nervig, weil man die ganze Zeit aus Koffern und aus Kisten leben musste. Dann bin ich auf die Malediven geflogen mit Benefit und da war es halt auch so gut wie gar nicht möglich, ein Video zu drehen. Ich habe euch natürlich ein Video aus den Malediven gedreht. Ich wollte schon Mallorca sagen. Aus den Malediven gedreht. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch mal unten in die Infobox. Es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und dann war ich, glaube ich, ein paar Tage zu Hause und dann haben wir auch schon unseren Urlaub gehabt, den wir vor einem halben Jahr oder so gebucht haben. Die einzige Kacke war, dass genau an dem Tag, wo wir nach Dubai geflogen sind, unsere andere Wohnung fertig geworden ist. Und wir dann erstmal, bevor wir geflogen sind, umziehen mussten wieder. Also in diese Wohnung. Mega der Stress, aber wir haben es hinbekommen. Und ja, wie ihr schon gehört habt, an dem Tag, wo wir nach Dubai geflogen sind, mussten wir umziehen. Sind dann wieder gekommen aus Dubai und waren dann halt in der frisch bezogenen Wohnung, wo noch nichts fertig war. Also es war ja wirklich ganz provisorisch, einfach alles reingehauen, die ganzen Kisten. Das war's, es war gar nichts fertig. Das heißt, eigentlich wohne ich erst seit einer Woche hier in dieser Wohnung. Deshalb versteht ihr auch vielleicht, warum es ein bisschen stressig war. Noch ein Grund, warum ich nicht so viele Videos gedreht habe, war, dass ich einfach mal ein bisschen Pause machen wollte. Ich wollte aber keine Pause ankündigen, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, so, oh mein Gott, ich mache meine YouTube-Pause. Dass dann irgendwie, keine Ahnung, viele Leute sagen, oh mein Gott, nein, nicht, dass du aufhörst mit YouTube. Deshalb habe ich das eigentlich still und leise gemacht und einfach keine Videos hochgeladen. Also sehr, sehr selten Videos hochgeladen. Aber trotzdem halt aktiv war auf den ganzen anderen Social Media Kanälen von mir. Nach 5 Jahren YouTube wirklich regelmäßig Videos machen, war es mal an der Zeit, ein bisschen Abstand von YouTube zu nehmen, einfach mal zu entspannen. Mein Urlaub in Dubai wirklich einfach in vollsten Zügen zu genießen und wirklich gar nichts irgendwie Videotechnik zu machen. Zwar haben wir natürlich ein Impression-Video gemacht, aber das war wirklich, wir waren unterwegs, hatten die Kamera dabei und haben einfach wirklich drauf losgefilmt. Also jetzt nicht irgendwie mit einem Zwang dahinter. Genau, auf jeden Fall bin ich wieder back in the business hier auf meinem YouTube-Kanal, wie ihr gerade seht. Und es gibt wirklich sehr viel zu erzählen. Und zwar, wie ihr vielleicht schon seht, habe ich wirklich, ja, mich mal ein bisschen ausprobiert mit meinem Augen-Make-up. Mich würde mal interessieren, ob es euch gefällt, denn ich habe in Zukunft vor, ein paar mehr Make-up-Videos zu machen. Also Make-up war eigentlich mit einer der Gründe, warum ich diesen YouTube-Kanal gemacht habe. Also klar, ich habe natürlich immer schon Comedy und Lifestyle und boah, alles gemacht. Aber Make-up, ich benutze Make-up jeden Tag, ich feiere Make-up, ich gucke mir sehr, sehr gerne Make-up-Videos an, also why not? Und ich habe jetzt so einen schönen Schminkspiegel und das wird alles so schön in meinem Ankleidezimmer, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall auch wieder schöne Make-up-Videos zu machen und bald kommt dann auch die Schminksammlung, wenn alles fertig ist. Und Leute, ich freue mich so sehr. Es sieht so schön aus. Ihr könnt mir aber gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf Make-up-Videos, weil ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Das heißt,
Ich glaube, viele wird es da draußen nicht so interessieren, aber ganz ehrlich, mir ist es egal, weil ich habe Bock drauf und ich weiß, dass sehr viele von euch darauf Bock haben und die Leute, die halt keinen Bock drauf haben, Pech. Dann habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, wie ihr seht, befinde ich mich gerade in unserem Schlafzimmer. Und es ist sehr, 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 sehr hell in diesem Schlafzimmer, was ich liebe. Oh mein Gott, das ist so schön. Ihr seht, ne? Oh, es ist alles die Sonne. Hallo, Sonne. Das ist die Sonne, die hier in unser Schlafzimmer strahlt. Hallo. Hi. Und zwar, wie ihr wisst, hatte ich ja in der letzten Wohnung eine knallrote, nicht knallrote, eine bordeauxrote Wand, die mir dann irgendwann wirklich auch auf die Nerven gegangen ist, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, weil ich dann auf einmal vor anderen Locations dann in meinem Schlafzimmer gefilmt habe, was natürlich auch nicht schlecht war und so weiter und so fort, aber es ging auf Dauer schon auf die Augen und es war auf Dauer echt nicht mehr so schön, wie ich es am Anfang fand. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Ihr müsst mir sagen, was ich mit diesem Hintergrund machen soll. Jetzt ist es noch weiß, von der Sonne bestrahlt. Ich habe zwar schon 2, 3 Ideen, was man machen könnte. Ich würde aber trotzdem gerne eure Vorschläge haben, was ich damit machen soll. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare und ich bin sehr gespannt. Vielleicht wird ja eure Idee umgesetzt. Ich glaube, ich habe das schon in eines meiner letzten Videos gesagt. Aber jetzt wird es langsam ernst, Leute. Falls ihr Ideen habt, in die Kommentare damit. Eine weitere Information, vielleicht haben es die einen oder anderen ja schon mitbekommen. Und zwar ist jetzt am Wochenende der 10. und der 11. die Glow Convention in Dortmund findet die diesmal statt. Und falls ihr dabei seid, wir werden wieder mit dem Dagi Shop dabei sein. Und unser Stand, wie ihr wisst, war der Dagi Shop der erste Merchandise- bzw. Modestand auf der Glow. Mittlerweile machen es mehrere Leute. Finde ich auch cool, so können sie gerne machen. Dieses Mal haben wir uns aber was sehr, 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 sehr Cooles überlegt für unseren Stand und haben das mit einem Messebauer zusammen gemacht. Das heißt, es wird auf jeden Fall mal ein richtiger Stand mit Konzept dahinter und ich weiß, ihr habt die anderen Stände auch immer gefeiert, aber es war wirklich sehr provisorisch und ja, unsere kleinen Anfänge. Und jetzt, dieses Mal, wird es dann auch wirklich einen Messebauer geben, der uns unseren Stand macht. Und ich freue mich so, was ihr dazu sagen werdet. Und kommt auf jeden Fall zum Stand vorbei, denn ich werde vielleicht auch da sein. Okay, Leute, jetzt gibt es noch eine Information bezüglich des Dagi Shops und wo soll ich anfangen? Okay, Leute, ich weiß nicht, wie ihr jetzt reagieren werdet und ich weiß nicht, ob ihr es geahnt habt. Ich glaube nicht, dass ihr es geahnt habt, aber wir, also der Dagi Shop, wird einen Laden haben. Oh mein Gott! Ab Montag, den 12.03. wird es in Köln einen Dagi Store geben. Für 5 Wochen. Ich bin mega gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch ankommt, ob ihr es feiert, ob ihr es nicht feiert. I don't know. Ich werde die Adresse noch nicht bekannt geben. Die wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben auf der Dagi-Shop-Seite auf Instagram. Die könnt ihr sehr, sehr gerne abonnieren, denn da werden dann alle Infos folgen zum Store und ihr könnt dann hingehen, Klamotten shoppen. Ihr könnt vielleicht mich treffen. I don't know. Vielleicht werde ich ab und zu mal dabei sein. Ihr könnt mit euren Freundinnen gehen. Also es ist nicht dieses Konzept von unserer Tour. Es ist wirklich ein echter Store, der dann 5 Wochen in Köln sein wird. Wir sind super gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wie gesagt, 5 Wochen ist der Store eröffnet. Es ist kostenlos. Ihr könnt einfach reinkommen, wann ihr wollt. Ich werde auf jeden Fall auch bei 1, 2 Terminen dabei sein. Da werde ich euch aber auch vielleicht noch Bescheid geben, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich auch ganz überraschend mal da. Auf jeden Fall werden noch alle Informationen folgen, wo das sein wird, also die Adresse und so weiter und so fort. Wie gesagt, abonniert die Seite vom Dagi Shop und da werdet ihr alles mitbekommen, alle Informationen. Und ich bin so gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, da mich schon so viele gefragt haben, ob es eventuell dieses Jahr wieder eine Pop-Up-Tour geben wird. Hättet ihr Bock? Hättet ihr Bock? Dann schreibt mir auf jeden Fall mal die Städte in die Kommentare, wo wir hinkommen sollen, falls es eine Pop-Up-Tour geben sollte. Vielleicht wird es dann eine Pop-Up-Tour geben, aber jetzt erstmal wird es den Store geben in Köln. Ich sag mal so, es ist
sehr zentral und ich bin so gespannt. Ansonsten, wie gesagt, wir wohnen jetzt in der neuen Wohnung und ja, wir leben uns so langsam ein, weil wir sind ja, wie gesagt, seit einer Woche jetzt erst wieder hier in Deutschland. Mir geht's sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen stressig, wie gesagt, mit der Wohnung, aber so langsam wird's. Nächste Woche kommt die Küche und dann wird's wieder alles einfacher. Es sind noch ein paar Projekte im Hintergrund am Laufen, aber da darf ich euch noch nichts zu sagen, aber da werdet ihr auf jeden Fall bald mehr Informationen haben. Fürs Erste wollte ich mich jetzt mal so melden und einfach mal so ein paar Updates aus meinem Leben geben, was hier so gerade abgeht. Ich werde versuchen, auf jeden Fall wieder aktiver zu sein auf YouTube, denn YouTube ist... Ich hoffe, ihr seid alle beim nächsten Video dabei. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlau geworden und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf den Store. Auf jeden Fall wünsche ich euch alle einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, bei euch ist auch so schönes Wetter wie gerade hier bei mir. Es scheint die Sonne, wir haben über 10 Grad. Es sind keine Minusgrade mehr, es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Fühlt euch alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!